Well, good morning. Guten Morgen. Thank you for joining us this morning. Danke, dass ihr dabei sein könnt heute Morgen. And our prayer is that you be blessed as we take some time to look at God's Word. Unser Gebet ist es, dass ihr gesegnet seid, wenn wir Zeit verbringen wieder im Wort Gottes. If you've been with us over the past few months, you know that we are working our way through the Gospel of Mark. Wenn ihr die letzten paar Monate auch dabei wart, dann werdet ihr auch wissen, dass wir durch das Markus-Evangelium durchgehen. And this morning we'll probably come to the end. Und heute Morgen werden wir wahrscheinlich das abschließen. We have reached Mark chapter 16. Wir sind schon bis zum Markus Kapitel 16 gekommen. So our story has taken us through 3-4 years of fellowship with Jesus. So unsere Geschichte hat uns geführt über 3 bis 4 Jahre mit Jesus. We have followed the disciples as they've learned and watched Jesus. Wir folgten den Jüngern, wo sie gelernt haben und auch Jesus beobachtet haben. And as he is prepared to hand over to them the work. Und wo sie darauf vorbereitet hat, dass er ihnen das Werk übergibt. Right now, at this portion of the gospel, Aber gerade jetzt in diesem Abschnitt vom Evangelium, the focus is all on the immediate. so dreht sich alles um das, was jetzt passiert. None of the disciples are thinking, what of the future? None of the disciples are thinking, what about the future? Also keiner von den Jüngern denkt darüber nach, wird in der Zukunft passieren. They are dealing with the immediate. Sondern sie haben es mit dem zu tun, was gerade jetzt passiert. The events of the previous 24 hours. Die Ereignisse von den vorigen 24 Stunden. That everything has come to a climax with the crucifixion of Jesus. Alles kam zu einem Höhepunkt mit der Kreuzigung von Jesus. He has been executed as a criminal. Und er wurde hingerichtet als ein Krimineller. And where we left the account last week. Und wo wir dann mit der Geschichte stehen geblieben sind letzte Woche. His body was taken down from the cross. Sein Leib wurde heruntergenommen vom Kreuz. Pilate has released the body into the care of Joseph of Arimathea. Pilatus hat den Leib freigegeben für Josef von Arimathea. And Joseph, with the help of Nicodemus, has taken the body into a tomb nearby. Und Josef mit der Hilfe von Nikodemus hat den Körper gebracht zu einem Grab, was in der Nähe war. And he has been buried. Und er wurde begraben. We know from the other Gospels that then, he has been sealed inside the tomb where Joseph has buried him. Und wir wissen auch von den anderen Evangelien, dass sie dort ein Siegel gemacht haben, wo Jesus begraben wurde, außerhalb vom Grab. Joseph and Nicodemus had wrapped the body. They'd used over 50 kilos of spices and perfumes to wrap the body with. Und Josef mit Nikodemus, die haben auch so Gewürze und Parfüms verwendet, um den Leib dort zu einbalsamieren. And then they had a stone rolled across the face of the tomb. Und dann wurde so ein Stein vor der Öffnung des Grabes gerollt. Not long after that, under the instructions from the high priest, Nicht lange danach, unter der Anleitung vom hohen Priester, that stone had been sealed. Dieser Stein der wurde versiegelt. And a guard had been placed outside the tomb. Und eine Wache wurde hingestellt außerhalb vom Grab. And as the last rays of the sun disappear over the horizon, Und wo dann der letzte Sonnenstrahl verschwindet über dem Horizont, they're into the Sabbath day. dann geht es hinein zum Sabbattag. And that next 24-hour period Und in diesen nächsten 24 Stunden is the celebration of Passover at the temple. da gibt es die Feier vom Passafest im Tempel. And there's no activity in the city. Und da gibt es keine Aktivitäten in der Stadt. So what happens? It's a real Sabbath.
So was passiert, das ist ein echter Sabbat. There's no work, there's nothing going on Da gibt es keine Arbeit, also nichts ist los, apart from this temple ritual. getrennt von diesem Tempelritual. And the disciples are unable to take any action. Und die Jünger, die sind nicht in der Lage, irgendetwas zu tun. And this is where the account we read in Mark chapter 16 comes up again. Und da geht eben diese Aufzeichnung, diese Geschichte im Markus Kapitel 16 jetzt wieder weiter. And he begins verse 1, when the Sabbath was past. Und er beginnt im Vers 1, und als der Sabbat vorüber war, Mary Magdalene and Mary, the mother of James and Salome, brought sweet spices that they might come and anoint him. kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. We're reminded that on the day that Jesus was crucified, Wir werden erinnern an den Tag, wo Jesus gekreuzigt wurde. these women had watched from a distance. Diese Frauen, die haben das Ganze von einer Distanz beobachtet. They had seen everything that had gone on, Sie haben alles gesehen, was da vor sich ging. even to observing Joseph taking care of the body, Sie haben auch beobachtet, wo Josef sich gekümmert hat um den Körper. and they had followed that body and observed which tomb it had been buried in. Und sie folgten eben, wo dieser Körper, diese Leiche begraben wurde. And now at the first opportunity, Und jetzt, bei der ersten Möglichkeit, the Sabbath is now over, der Sabbat ist jetzt vorbei. and we're looking at the point where it's the earliest possible point in the day where it's safe to walk. Und jetzt ist es ein Zeitpunkt, wo es die frühestmögliche Möglichkeit war, dass man sicher gehen kann. You know, we can imagine there's just a glimmer of light on the horizon. Man kann sich vorstellen, es gibt nur so einen leichten Schein so von Licht, der erscheint jetzt am Horizont. But at this point, the city is becoming back to life. Aber zu diesem Zeitpunkt kommt die Stadt wieder zurück zum Leben. And Mary and the mother of James and Salome, bringing sweet spices, they come to the place where Jesus is buried. Und Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome, die brachten wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. And their desire is to anoint the body, Und deren Wunsch ist es, den Leib zu salben. offer some respect to their loved one. Und die wollten auch Respekt anbieten dem, den sie liebten. And this is very early in the morning, first day of the week. Und das ist sehr früh am Morgen, und das war der erste Tag der Woche. To you and I, that's the Sunday. Und für dich und mich, das ist jetzt der Sonntag. And they come to the tomb at the rising of the sun. Und sie kamen zum Grab, als die Sonne aufging. So they're leaving their homes really while it's still dark. So sie verlassen ihr Zuhause, während es noch dunkel war. By the time they get into that garden tomb, the sun is just peaking above the horizon. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie zu diesem Gartengrab kamen, da ist die Sonne so über den Horizont aufgegangen. But they have a problem. Aber da hatten sie ein Problem. They saw how Jesus was buried, Sie haben gesehen, wie Jesus begraben wurde, that the huge stone was rolled across the entrance to dass the der tomb. riesige Stein da vor den Eingang hingewälzt wurde. Now if we read verses 3 and 4 here, Nun, wenn wir den Vers 3 und 4 hier lesen, they should be taken together. It's a strange way that they were broken up. und das sollte eigentlich zusammengefügt sein, das ist ein bisschen eigenartig, warum das getrennt wurde, dieser Vers. Quite a lot of the scholars would say that this should read, and they said amongst themselves, who shall roll away the stone from the door of the sepulchre? For it was very great. And when they looked, they saw that the stone had been rolled away. Und also viele Gelehrte würden das so lesen, und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. What we see with these women Was wir sehen mit diesen Frauen, is an expression of a deep love. ist so ein Ausdruck von einer sehr tiefen Liebe.
They have headed out at the earliest opportunity to pay their respects. Sie gingen hinaus so bei der frühestmöglichen Möglichkeit, um einfach Respekt zu erweisen. They know where they're going, Sie wissen, wo sie hingehen, and they know that in front of them there is a huge problem. und sie wissen, dass vor ihnen ein riesiges Problem liegt. They're not thinking about some of the last words that Jesus had shared with them. Sie denken nicht an einige der letzten Worte, die Jesus mit ihnen geteilt hat, About that he would rise on the third day. also dass er am dritten Tag wieder auferstehen würde. They're just looking to do what they can, Sie schauen nur auf das, was sie tun können, to offer worship. um Anbetung zu erweisen. And they know that something is going to block their way. Und sie wissen, dass etwas ihren Weg blockieren wird. And verse 3 really encapsulates it. I imagine that, as they're going to the tomb, they're asking themselves the question, what are we going to do when we get there? Und so, wenn wir Vers 3 lesen, wo sie zusammen dorthin gingen, so fragen sie sich, was werden wir tun, wenn wir dorthin kommen? And what an opportunity just for us to consider that situation. Und was für eine Möglichkeit für uns, dass wir nur an diese Situation denken. I want to do something for Jesus. Ich möchte etwas für Jesus tun. I want to express a love, a heart desire. Ich möchte eine Liebe ausdrücken oder einen Herzenswunsch. But there's a problem. Aber da gibt es ein Problem. So what do we do about that problem? So was machen wir gegen dieses Problem? Well, we could sit at home and say, really? There is no point in going to the grave. Und wir können einfach zu Hause sitzen und sagen, wirklich, es hat überhaupt keinen Sinn, dorthin zu diesem Grab zu gehen. We're not going to be able to do anything with the stone. Weil wir werden gegen den Stein nichts tun können. We're just going to look stupid stood outside. Wir werden nur dumm aussehen, wenn wir da draußen stehen. But these women came with expectation and hope. Aber diese Frauen kamen mit Erwartung und Hoffnung. You may have said, well, they just came to stand outside the grave and look solemn and feel sorry for themselves. Also man könnte sagen, sie sind einfach gekommen, um dort draußen zu stehen, vor dem Grab, ruhig zu sein und dass sie einfach Selbstmitleid haben. But Mark tells us that's not why they went. Aber Markus sagt uns, das war nicht der Grund, warum sie dorthin gingen. He says very clearly, that first verse, they bought sweet spices. They actually purchased them that they might come and anoint him. Weil hier steht in Vers 1, sie kauften diese wohlriechenden Gewürze und sie wollten damit etwas tun, sie wollten hingehen und ihn damit salben. They knew what they wanted to do. Sie wussten, was sie tun wollten. They came with a plan. Sie kamen mit einem Plan. And there was a huge boulder to get over. Und da war ein riesiger Felsen, um da drüber zu kommen. And they talked about themselves with that. Who's going to roll it away? Und sie sprachen so untereinander, wer wird uns den wegrollen? There have been some examples found of similar tombs in Israel. Da gab es ein paar Beispiele von ähnlichen Gräbern in Israel. And two in particular that were found, they needed 4 people to roll the stone. Und zwei ganz besonders, die wurden gefunden und da brauchte es 4 Leute, um diesen Stein wegzurollen. And you notice Mark again says at the end of verse 4, it was very great. Und bemerkt, der Markus sagte wiederum in Vers 4 am Ende, er war nämlich sehr groß. And it's like he's trying to tell us, do you understand what's going on here? Und es ist, als ob er uns versucht zu sagen, versteht ihr eigentlich, was hier los ist? These women didn't let the obstruction stop them. Diese Frauen ließen es nicht zu, dass dieses Hindernis sie aufhielt. They got themselves up Sie haben sich selbst aufgemacht, early in the morning, früh am Morgen, a lot earlier than most of us. viel früher als die meisten von uns. They purchased sweet spices. Sie haben wohlriechende Gewürze gekauft. They didn't just come, they came prepared. Sie kamen nicht nur einfach dorthin, sondern sie waren vorbereitet. They want to anoint Jesus. Sie wollten Jesus salben. They knew there was going to be an obstacle, Sie wussten, es wird ein Hindernis geben, but they didn't let that stop them.
Aber sie haben es nicht zugelassen, dass sie das aufhielt. This is an expression of love and worship and faith. Das war ein Ausdruck von Liebe, Anbetung und Glauben. Don't let the obstacle stop the expression of faith. Lass es nicht zu, dass das Hindernis den Ausdruck des Glaubens aufhält. Hey, and you know what happened Und weißt du, was passiert, when they arrived? als sie dort ankamen? Somebody else had removed that obstacle. Jemand anders hat dieses Hindernis schon weggegeben. Now, if we go through the other Gospels, we can see that it was most likely an angel. Nun, wenn wir durch die anderen Evangelien lesen, dann wissen wir, dass es fast sicher ein Engel war. He was the one that freaked out the guard. Er war der eine, der den Wächter dort erschreckte. You know, so much so they fled. Und das ging so weit, dass sie dann flohen. But when the women got there, Aber als die Frauen dort ankamen, it was gone. dann war er weg. The way into the tomb was open. Der Weg in das Grab hinein war offen. And then I even thought about that too. Und ich dachte auch darüber nach. The stone is rolled away to give entrance into the grave. Der Stein wurde weggerollt, dass man in das Grab hineinkam. But it wasn't rolled away so that something could come out. Aber er wurde nicht weggerollt, dass etwas herauskommen kann. It was rolled away so that you and I and the women could see this grave is empty. Der wurde weggerollt, dass du und ich und die Frauen sehen können, dass das Grab leer ist. If the stone hadn't been rolled away, Wenn der Stein nicht weggerollt wäre, then it would still be there today. dann wäre er heute noch da. And probably there would be a religion around that Und vielleicht hätte es dann noch eine Religion da drumherum gegeben. the tomb of that man, Jesus. Und das wäre dann bekannt gewesen als das Grab von diesem Mensch Jesus. Let's honor it, let's worship it. Ehren wir das, beten wir das an. Let's remember what good teachings he gave. Denken wir daran, welche guten Lehren er gab. Let's compare him with all the other people who came and gave good teachings. Vergleichen wir ihn mit den Leuten, die auch kamen und gute Lehren von sich gaben. But no, Aber nein, it's an empty tomb. das ist ein leeres Grab. There is nothing in that tomb to worship, Da gibt es nichts mehr in diesem Grab, was man anbeten kann. which is why right now we don't know where Jesus was laid. Und deshalb wissen wir auch jetzt nicht mehr, wo Jesus hingelegt wurde, genau. Maybe it's the place they call the Holy Sepulchre. Vielleicht ist es dieser Ort, was sie nennen, dieses heilige Grab. Maybe it was the place that they call the garden tomb. Vielleicht ist es der Ort, was sie nennen als das Gartengrab. Really? Wirklich? It doesn't matter. Das ist egal. All we know Alles, was wir wissen, is that the stone was rolled away dass der Stein weggewälzt wurde. and there was nothing in that tomb except for the grave clothes that Jesus kindly was giving back to Joseph of Arimathea. Außer diesen Grabtüchern, die Jesus netterweise den Josef von Arimathea zurückgegeben hat. You know, it's been said by a sage that Jesus borrowed the tomb for a couple of days, Es wurde gesagt, dass Jesus hat das Grab geborgt für ein paar Tage, but left it clean and tidy so that Joseph of Arimathea could use it again. aber das ganz nett und sauber hinterlassen, dass Josef von Arimathea das wieder verwenden konnte. And he even gave back the grave clothes all neatly folded Und er gab sogar die Grabkleidung zurück, alles war nett und schön gefaltet, because he had no use of them anymore. weil er das nicht mehr brauchte. As the women entered into the sepulchre, Und als die Frauen dann hineingingen in dieses Grab, their expectation is maybe somebody has stolen the body. so ihre Erwartung war, vielleicht hat jemand den Leib gestohlen. But actually, when they go in there, they see a young man sitting on the right side, clothed in a long garment, and they were frightened. Und als sie dort hineingingen in dieses Grab, sahen sie einen jungen Mann zur rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand, und sie erschraken. Now, firstly, the long white garment
Zuallererst dieses lange weiße Gewand. This is a description of clothing that would be worn by somebody who was very wealthy and of high nobility. Das war eine Kleidung, die von jemandem getragen wurde, der sehr reich war, sehr nobel war. Notice Mark says he was sitting on the right. Und bemerkt, der Markus hat geschrieben, er saß zur Rechten. He was probably sitting on the flat area where they would have laid the body. Er saß wahrscheinlich auf diesem flachen Bereich, also wo der Leib hingelegt wurde. But I just think it's interesting that he says he was sitting on the right, not the left. Aber es ist interessant, es steht hier, er saß zur Rechten und nicht zur Linken. What's important about that? Was ist wichtig daran? Just that somebody remembered. Jemand hat sich daran erinnert. You know, if this was a made-up account, Wenn das eine Aufzeichnung gewesen wäre, die erfunden war, there's no need for little details like that. dann braucht man ja nichts schreiben über diese kurzen Details. And when we read that the women were frightened, Wenn wir lesen, dass die Frauen erschraken, the idea is that they're just surprised. Wow, there's somebody in here. also die Idee dabei ist, sie waren überrascht. Wow, da ist hier jemand drin. It's that same idea we have. You know, we go into a room, we think it's empty, and we open the door. Oh, there's somebody there. Das ist gleich, wie wenn wir in einen Raum hineingehen und öffnen die Tür und erwarten, dass niemand drin ist, aber plötzlich ist da jemand drin und wir erschrecken. So the idea is a shock and surprise. So die Idee dabei war so ein Schock und eine Überraschung. And this young man, he speaks to them. Und dieser junge Mann, er spricht zu ihnen. And says, do not be affrighted. You seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen. He is not here. Behold the place where they laid him. Er spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Who are you looking for? Jesus of Nazareth. Wen sucht ihr? Jesus, den Nazarener. This is a name that was really sort of given to Jesus by the authorities. Das war ein Name, der Jesus gegeben wurde von der Obrigkeit. And it's not particularly a nice name. Und das ist nicht unbedingt ein netter Name. If they called him Jesus of Bethlehem, wenn sie ihn Jesus genannt hätten von Bethlehem, it might have carried that idea that this is the one who is the Messiah. Dann hätte es vielleicht diese Idee auch wiedergegeben, das ist Jesus der Messias. And they deliberately didn't do that. They deliberately called him Jesus from Nazareth. Und sie haben das mit Absicht so getan. Sie haben ihn genannt Jesus von Nazareth. Go back to the early days of the gospel. Wenn man zurückgeht zu den frühen Tagen des Evangeliums, there's a man who Jesus described as being without guile. Da gibt es einen Mann, den Jesus beschrieben hat ohne Falsch. Nathanael. Yeah, Nathanael. He says, "Can anything good come from Nazareth?" Und er fragte, kann irgendetwas Gutes aus Nazareth kommen? That's why the authorities referred to Jesus as Jesus of Nazareth. Deshalb hat die Obrigkeit Jesus genannt, Jesus den Nazarener. It's a term of derision. So, das ist so ein Ausdruck, wo man jemanden so eigentlich niedermacht oder wenig Wert gibt. Yeah, Jesus. Look where he comes from, Nazareth. Oh, Jesus, wo der herkommt, schau, von Nazareth. But it identifies one person. Aber es identifiziert eine Person. And the young man here clearly identifies him more. He was crucified. Und dieser junge Mann, der identifiziert ihn noch mehr. Ja, er wurde gekreuzigt. When you crucified, wenn du gekreuzigt bist, you're dead. Dann bist du tot. There's no, oh, this is an experience I had. Und das ist nicht so eine Sache, wo man sagt, das war eine Erfahrung, die ich hatte. This is all past tense. Das ist alles Vergangenheit. Once done, finished. Wenn das einmal passiert, ist das vorbei. He could have equally said, he's dead. Er könnte auch hätte sagen können, er ist tot. That's the past. Das ist die Vergangenheit. But now he says, but he is risen. Aber jetzt sagt er,
Er ist aber auferstanden. And that is his situation today. Und das ist seine Situation von heute. We describe the event Jesus rose from the dead. It's a past event. Also wir beschreiben diese Ereignisse, Jesus ist von Toten auferstanden, also das ist etwas, was in der Vergangenheit schon passiert ist. But his current state is risen. Aber so wie es jetzt aussieht, er ist auferstanden. He is risen from the dead. Er ist vom Toten auferstanden. And the man says he's not here. Und dieser Mann sagt auch noch, er ist nicht hier. Look, you can see where the body was laid. Schau, ihr seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. And then he goes and gives some instructions. Und jetzt gibt er ihnen ein paar Anleitungen. Go your way. Geht hin. Tell his disciples. Sagt seinen Jüngern. Two instructions that are given to you and I today. Zwei Anleitungen sind auch dir und mir gegeben heute. There's a place for coming and seeking to offer worship to the Lord. Da gibt es einen Platz, wo man kommt und dann Anbetung dem Herrn gibt. But being a disciple, being a follower is more than that. Aber ein Jünger oder Nachfolger zu sein, ist mehr als das. And this heavenly person here Diese himmlische Person hier, encompasses it with two instructions. das umgibt das Ganze mit zwei Anleitungen. Go your way Geht hin and tell. und sagt. Now, we've made being a follower of Jesus a very personal thing. Und wir haben das, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, zu etwas sehr Persönlichem gemacht. When we come out of ourselves a little bit, we share with other people who are like-minded. Wenn wir von uns ein bisschen herausgehen, dann erzählen wir das anderen Leuten, die auch so denken. But the core of what we're called to do Aber dieser Kern, zu dem wir eigentlich berufen sind, is go and tell. ist, geht hin und sagt. And the interesting thing is that most people are really good Und das Interessante dabei ist, die meisten Menschen sind eigentlich sehr gut, at talking. wenn es ums Reden geht. I mean, what do you talk about? Worüber spricht man? Anything. Über irgendwas. You know, I see some things on social media. Ich sehe so einige Dinge in den sozialen Medien. I look over my wife's shoulder to do that. Und er schaut so über die Schulter von seiner Frau, dass er das tun kann. And I see the subjects that people are talking about. Und da sehe ich dann die Themen, worüber die Leute da reden. Anything. Über irgendetwas. But these women were told to go and tell. Aber diesen Frauen wurde gesagt, dass sie hingehen sollen und das sagen oder erzählen sollen. Go and tell about Jesus. Geht hin und erzählt über Jesus. Now we sometimes go. Nun, wir gehen manchmal hin, That's good. das ist gut, And we tell. und wir erzählen. But what do we talk about? Aber worüber reden wir? You know, we tell people about church. Wir erzählen den Leuten über die Kirche. And a lot of the time we tell them things that they don't need to know. Und oft erzählen wir ihnen Dingen, die sie gar nicht wissen müssen. We tell them about, you know, our hair care products. Wir erzählen ihnen über die Dinge, also von den Haaren, About our politics. über unsere Politik, About our car, our home. über unser Auto, über unser Zuhause, About our children, about our neighbours. über unsere Kinder und die Nachbarn. We talk about all manner of things. Wir reden über verschiedenste Dinge. Here's a challenge to you this morning. Hier gibt es eine Herausforderung an dich heute Morgen. When was the last time you told somebody about Jesus? Wann war es das letzte Mal, als du jemandem über Jesus erzählt hast? It's alright, the battery is dying on the sound. Can you turn it off and back on? Does the green light come back on? It has to have the red light as well. Because the battery's died.
the sound back now. Ich hoffe, dass ihr jetzt wieder etwas hören könnt. What opportunity have we taken to speak about Jesus? Welche Möglichkeit haben wir wahrgenommen, um über Jesus zu reden? The pastor of the church where I became a Christian Der Pastor aus der Gemeinde, wo ich ein Christ wurde, put it this way. hat es so gesagt. We gossip about many things, Wir tratschen über viele Dinge, but what the Lord calls us to do is gossip about the gospel. aber wozu uns der Herr beruft, ist, dass wir über das Evangelium tratschen. It's the good news. Das ist die frohe Botschaft. And this young man is telling the women, go and tell the disciples the good news. Und dieser junge Mann sagt ihnen, geht hin und erzählt seinen Jüngern die frohe Botschaft. Verse 7, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee, and there you'll see him, just as he told you. Vers 7. Aber geht hin und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Now they have good news. Jetzt haben sie eine frohe Botschaft. He is not here, he is risen. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Who are the first people that need to hear that good news? Wer waren die ersten Leute, die diese frohe Botschaft hören mussten? The disciples Die Jünger and Peter. und Petrus. And that's true today. Und das ist auch wahr heute noch. You know, I hear a lot of what's taught in the church. Ich höre viel von dem, was geredet wird in der Kirche. What's lacking? Aber was fehlt? Well, amongst other things, good news. Nun, unter anderen Dingen die frohe Botschaft. Jesus is risen. Jesus ist He auferstanden. has defeated death. Er hat den Tod besiegt. He's broken free of the grave. Er ist ausgebrochen aus dem Grab. This is eternal good news. Das ist eine ewige frohe Botschaft. If you receive that as good news, Wenn du das annimmst als eine frohe Botschaft, you take on board a task. dann nimmst du auch eine Arbeit auf dich. That's really, you've had the good news, Und das ist wirklich so, du bekamst die frohe Botschaft. so now go and give it to somebody else. So, jetzt geh hin und gib das oder teile das mit jemand anderem. What did these women do? Was haben diese Frauen getan? Well, don't forget the experience they've had over the last 2 days here. Nun vergesst nicht die Erfahrung, die sie hatten über die letzten 2 Tage hier. They rushed out of the tomb, verse 8, they fled. Und sie gingen schnell hinaus von diesem Grab und sie flohen. They were shaking. Also sie haben gezittert. And they were almost afraid to say anything to anybody. Sie hatten fast Angst, irgendetwas zu irgendjemandem zu sagen. And, you know, we work out from the other Gospels the sequence of events that they followed. Und wir können das von den anderen Evangelien herholen, also die Reihenfolge von den Ereignissen, die dann folgten. So if you want to take something from this day, So, wenn du etwas mitnehmen möchtest von heute, they came to the tomb knowing there was a problem, but it didn't stop them going. sie kamen zum Grab, sie wussten, es gibt ein Problem, aber das hat sie nicht aufgehalten, dorthin zu gehen. They received the good news. Sie haben die frohe Botschaft empfangen. He's not here, he's risen. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. And they were then commissioned. Und sie bekamen dann einen Auftrag. Go and tell the people. Geht hin und erzählt das den Leuten. Now, we reach a sort of a technical point in this gospel. Nun, wir stoßen jetzt auf einen technischen Punkt in diesem Evangelium hier. From verse 9 to the end of the chapter. Vom Vers 9 bis zum Ende des Kapitels. Yeah, for a start, some of your Bibles don't have from verse 9 to the end of the chapter. Und zuallererst, manche von euren Bibeln, da steht das gar nicht drin, ne? Von Vers 9 bis zum Ende des Kapitels. Some of them have something there, but they include all sorts of warnings. Manche, da steht etwas dabei, aber da sind ein paar Warnungen drin enthalten. So what's going on? So, was ist hier los? Well, it's clear that the original Gospel of Mark Nun, es ist klar, dass das ursprüngliche Markus-Evangelium, got damaged. das ist beschädigt worden. Somewhere along the line, it's like we lost the last few pages of the book. Irgendwo auf dem Weg haben wir die letzten paar Seiten vom Buch verloren. Now, as being somebody who used to enjoy buying second-hand
books. Nun, ich bin jemand, der es liebt, Bücher zu kaufen, die gebraucht sind. I've bought books that have been missing their covers Ich habe schon Bücher gekauft, wo der Umschlag gefehlt hat and maybe the first few pages. und vielleicht auch die ersten paar I Seiten. made very sure I always had the end. Aber ich habe immer sichergestellt, dass das Ende noch enthalten war. But it's clear that the end of Mark's Gospel went adrift. Aber es ist klar, dass das Ende vom Markus-Evangelium irgendwo verloren ging. So what about these last verses? So was ist jetzt mit diesen letzten paar Versen? Well, they don't run in sequence with Mark's earlier writings. Nun, die stehen nicht in der Reihenfolge mit den Schriften, mit den frühen Schriften vom Markus-Evangelium. It's almost like it's either not Mark that's writing them, Entweder ist es so, dass es gar nicht Markus war, der das geschrieben hat, or there are a series of notes that Mark was intending to change into a more narrative style that he uses in the rest of his Gospel. oder es ist so eine Art Schreibweise, die der Markus dann in das Evangelium hineingefügt hat, also was zur Geschichte gepasst hat. But they're in your Bible. Aber das steht in euren Bibeln. And when we come down to looking at should they be there, Und wenn es dann darauf ankommt, dass wir uns das denken, also sollte das überhaupt drinstehen, we'll get into a technical analysis of the manuscripts. dann kommen wir zu einer technischen Analyse von den Manuskripten. Right? We don't have the original writings of Mark or Matthew or Luke. Wir haben nicht die ursprünglichen Schriften von Markus, Matthäus oder Lukas. What we have is copies of what they wrote, Was sie haben, das sind Kopien von dem, was sie geschrieben haben. and we have many thousands of Und copies. es gibt viele Tausende von Kopien. None of those copies are necessarily very close in age to the original, Nichts von diesen Kopien ist sehr nahe dran an dem Original. but we have some checks and balances. Aber es gibt ein paar Dinge, wo man das prüfen kann oder abwiegen kann. When you have a lot of copies, Wenn du viele Kopien hast, it becomes easier to identify where mistakes have been made by the copiers. dann kann man leichter sehen, wo Fehler begangen wurden von denen, die kopiert haben. We also have writings of the early church leaders. Wir haben auch Schriften von den ersten Kirchenvätern oder Kirchenleitern. And of course, in their writings, they would quote from the scriptures. Und natürlich, indem was sie geschrieben haben, haben sie die Schriften zitiert. So it gives us another check that actually what we're reading in the copies was actually what they were reading when they were alive too. Also das gibt uns dann wiederum eine Prüfung, was sie geschrieben haben, dass das passt, dass sie noch gelebt haben. And the best quality copies we have come from the 7th, 8th and 9th centuries. Und die besten Qualitäten von Kopien, die wir haben, kommen vom 7., 8. und 9. Jahrhundert. Which is centuries after the event happened. Was Jahrhunderte später ist, nach den Ereignissen, wo es eigentlich passiert ist. But we're talking about thousands of copies. Aber wir sprechen über Tausende von Kopien. Now, if we go and look at the earliest copies we have, Nun, wenn wir uns die frühesten Kopien anschauen, die wir haben, things have changed over the last 200 years particularly. die Dinge haben sich verändert über die letzten 200 Jahre, ganz besonders. The most complete New Testaments that we have Die vollständigsten Neuen Testamente, die wir haben, date from around about the 4th century. die datieren so circa das 4. Jahrhundert. And because they're complete and they're quite early, Und weil sie vollständig sind und ziemlich früh, people get very excited about them. dann sind die Leute sehr begeistert darüber. That is, if you're the sort of person that gets excited about a piece of old manuscript. It's that easy. If you're the sort of person. Also wenn du diese Art von Person bist, die begeistert wird über etwas, was 400 Jahre später geschrieben wurde. So these earliest ones, they're known as the Sinaiticus. Also diese frühesten, die sind bekannt als der Sinaiticus Yeah, it doesn't really matter what you call them. And the Vaticanus. und der Vaticanus. They're the earliest, most complete scriptures we have for the New Testament. Und das sind die frühesten, vollständigsten Manuskripte, was wir haben aus dem Neuen Testament. And they have heavily influenced modern translations. Und die moderne Übersetzung hat das sehr beeinflusst. Neither of them has from verse 9 onwards.
Und keines von denen hat das drinnen, also von Vers 9 bis zum Ende. So you might say, so we shouldn't include them. So du sagst oder denkst dir vielleicht, wir sollten das gar nicht hier hineinfügen. But it's not that simple. Aber das ist nicht so If einfach. you actually look at the quality of those two texts, Wenn du die Qualität anschaust von diesen zwei Texten, they are appalling. das ist eigentlich sehr schwach. They're both full, and I mean full, of spelling mistakes, Beide sind voll von Schreibfehlern, grammatical errors, auch grammatikalen Fehlern, verses that have been repeated, Verse, die wiederholt wurden, chunks that have been missed out because the copier hasn't noticed the end of the paragraph. und Dinge fehlen, weil der kopiert hat nicht das Ende von dem Vers bemerkt. So much so that both of them have thousands of amendments written into them. Like notes. Yeah. Also es geht so weit, dass bei beiden wurden Tausende von Notizen dann hinzugefügt. And those notes aren't just made at the time the copies were made. Und diese Notizen wurden nicht nur gemacht, als die Kopien geschrieben wurden. They've been amended over centuries. Das ist über Jahrhunderte hinzugefügt worden. And so, although they're very enthusiastically followed by modern day translators, Und obwohl sie sehr enthusiastisch gefolgt wurden von modernen Übersetzern, there's a sense at which they're trying to say something new, something different. also da gibt es so den Sinn, dass sie etwas Neues sagen möchten, etwas anderes sagen möchten. Whereas if we go back to the majority of the text that we have, Aber wenn man zurückgeht zu der Mehrheit von den Texten, die wir haben, they're actually, everybody's familiar with them, alle kennen sie eigentlich. and by and large, they're more reliable. Und so im Großen und Ganzen kann man sich mehr darauf verlassen. So I'm afraid when I read those little notes on the bottom of the page, So ich befürchte, wenn ich so die Notizen lese am Ende von dieser Seite, where it says, you know, the best manuscripts don't have this verse, wo es dann heißt, die besten Manuskripte haben nicht diese Verse. what it's really saying is that the Vaticanus and the Sinaiticus don't have this verse. Was das wirklich aussagt, ist, dass das Vatikanus und Sinaiticus haben nicht diese Verse. And as far as I'm concerned, that's no reason for not having it in my Bible. Und das ist, was mich betrifft, kein Grund, warum ich das nicht in meiner Bibel haben sollte. So, just to encourage you, go ahead, read from verse 9 down to verse 20. Also nur um euch zu ermutigen, ihr könnt ruhig den Vers 9 bis Vers 20 lesen. If it's not in your Bible, go and get a better Bible. Wenn ihr es nicht in eurer Bibel habt, dann kauft eine bessere Bibel. And for those people who criticize the content, Und für diese Leute, die diesen Inhalt kritisieren, well, what do we always say about the Bible? nun, was sagen wir immer über die Bibel? We should always read it in context. Wir sollten die immer im Zusammenhang lesen. We should always believe it in context. Wir sollten auch an sie glauben im Zusammenhang. What does that mean? Was bedeutet That das? we should interpret one verse Dass wir einen Vers auslegen sollten in the light of all of the others. im Lichte von all den anderen. We're not into building a doctrine on a single verse. Wir sind nicht darauf aus, eine ganze Doktrin aufzubauen auf einen einzelnen Vers. And that's what I'd say about this portion of Scripture. Und das sage ich auch über diesen Abschnitt von der Schrift. But we can go back to what has the Lord said to us this morning. Aber wir können darauf zurückgehen, was hat der Herr uns heute Morgen gesagt. Don't let the stone get in your way. Lass es nicht zu, dass der Stein dir im Weg steht. And go and tell. Und geht hin und erzählt das. Amen. 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 Thank you for joining us. Danke, dass ihr dabei wart. Sorry about the battery. Und es tut mir leid wegen der Batterie.